gab es keine Tiere im Meer, nur Fische und Vögel. Eines Tages ging ein Mädchen namens Sedna mit ihrem Stiefvater fischen. Als ihr Boot weit vom Ufer entfernt war, warf der grausame Stiefvater das Mädchen ins Wasser. Sie versuchte, zurück ins Boot zu klettern. Aber ihr Stiefvater nahm eine Axt und hackte ihr die Finger ab. Sedna sank unter Wasser. Als sie in die Tiefe sank, sah sie, wie sich ihre Fingerspitzen plötzlich in Tiere verwandelten. Robben, Wale, Delfine. Otter, Walrosse. Die Meerestiere schwammen um Sedna herum und umarmten sie. Auf dem Meeresboden baute Sedna ein Haus für sich selbst und für die Meerestiere. Sie konnte immer noch alles sehen, was an Land geschah. Obwohl die Menschen sie schlecht behandelt hatten, liebte sie trotzdem. Sie ließ die Meerestiere essen. Vorher hatten sie nur Fische und Vögel zu essen. Die Menschen waren glücklich. Sie verstanden, dass Sedna ihnen ein großes Geschenk gemacht hätte. Sie begannen, sie die Mutter des Meeres und die Schenkende zu nennen. Sie versprachen, sie und die Meerestiere zu respektieren, nicht gierig zu sein und nicht mehr zu nehmen, als sie brauchten. Und eine lange Zeit war alles gut. Aber mit der Zeit vergaßen die Menschen ihr Versprechen. Sie fingen an, das Meer nicht mehr zu respektieren. Sie fischten viel zu viel. Mit riesigen Booten, die alles im Meer störten. Viele Fischarten starben aus. Sie bohrten im Meer nach Öl, um Treibstoff für ihre Autos zu gewinnen. Es kam zu Ölverschmutzungen, die das Meer vergifteten. Sie verschmutzten die Luft mit Abgasen, die das Wasser immer wärmer machten. Aus dem Öl stellten die Menschen Plastik her, ein Material, das hunderte von Jahren haltbar ist. Aber sie benutzten es nur für ein paar Minuten und warfen es dann ins Meer. Fische, Vögel und Meerestiere erstickten an dem Plastik. Der ganze Müll trieb nach unten und verhedderte sich in Sednas Haar. Sedna wurde wütend auf die respektlosen Menschen. Sie schüttelte den Kopf und verursachte riesige Wellen. Dann rief sie alle Tiere zurück in ihr Haus. Die Menschen begannen zu verhungern. Am Strand war eine einsame Robbe. Was sollen wir jetzt tun? Wie können wir das Problem lösen? Fragten die Menschen die Robbe. Ihr müsst es wieder gut machen, sagte die Robbe. Hört auf, riesige Boote zum Fischen ins Meer zu schicken. Hört auf, Abgase in die Luft zu blasen, die das Wasser zum Kochen bringen. Hört auf, Löcher unter Wasser zu bohren, um schwarzes Öl aus dem Boden zu saugen. Und hört auf, Plastikverpackungen herzustellen, die den Ozean verschmutzen und uns allen schaden. Wenn ihr all das getan habt, könnt ihr zu Sedna gehen und mit ihr sprechen. Wenn sie zufrieden ist, wird sie euch erlauben, ihr Haar zu bürsten. Dann wird alles wieder gut sein. Also machten sich die Menschen daran, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Sie schlossen die Fabriken, die Verpackungen herstellten.
fuhren nur noch mit kleinen Booten zum Fischen, stoppten die Ölbohrungen. Danach machen sie das Meer sauber. Dann setzte sich eine kleine Gruppe von Menschen Tauchhelme auf den Kopf. Sie tauchten unter Wasser, um Sedna zu besuchen. Die Robbe führte den Weg an. Es tut uns leid, Mutter des Meeres, sagte die Menschen zu Sedna. Wir haben vergessen, dich zu respektieren und das hat uns allen geschadet. Sorgt dafür, dass ihr das nie wieder vergesst, sagte Sedna. Und dann ließ sie sich von den Menschen ihr langes, dichtes Haar bürsten und alle Knoten auskämen. Das Meer wurde ruhig und die Meerestiere konnten wieder frei schwimmen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr geguckt habt. Bitte seid respektvoll zu dem Meer und haltet es sauber. Das Meer ist unsere Verwandte.